Meine Damen und Herren, Außenstüße Lately Show in Berlin. Das sind die Lately News. Alles andere draußen sind nur Fake News. Deshalb fangen wir an mit den Nachrichten aus dem Inland. Berlin. Schon in der Schule haben wir gelernt, dass, wenn es komisch riecht, man am besten die Feuerwehr rufen soll. Und genau aus diesem Grund wurde der U-Bahnhof der Linie U8 am Moritzplatz geräumt. Denn eine Touristengruppe hatte beim Warten auf den Zug einen komischen Geruch wahrgenommen und sofort die Feuerwehr gerufen. Und so rückten rund 100 Feuerwehrmänner und Frauen an, um den Bahnhof nach dem komischen Geruch zu durchsuchen. Zum Glück fanden sie allerdings nichts. Allerdings war die Touristengruppe auch keine wirklich große Hilfe, als diese von der Feuerwehr in den Bahnhof geführt wurde, um die Quelle des Geruchs zu finden. Im Bahnhof fingen nämlich alle Touristen aufgeregt an, durcheinander zu rufen und meinten, dass der Geruch immer noch da sei. Haben die den Sockenschuss oder was? Fragte der zuständige Einsatzleiter der Feuerwehr in die Runde. Das hier ist doch der ganz normale Pisse, Kacke, Scheißgeruch der Berliner U-Bahn. Wenn die glauben, das stinkt hier, dann sollten sie mal einer Frau beim Kochen zusehen. Hart, aber gerecht. Keule. Nienburg-Weser. In letzter Zeit gab es immer wieder Berichte über das verstärkte Aufkommen von Wölfen. Seine Sichtungen von Rudeln in der Uckermärkischen Steppe oder vereinzelte Tiere in der Esbacher Tundra oder gar Schattenwölfe in der hintlerwäldlerischen Pampa direkt im Stadtkern von Saarbrücken. Jedoch stellt ein einzelner Wolf in Nienburg-Weser alle Sichtungen anderer Wölfe in den Schatten. Dieser Wolf, der sich selber GW717M nennt, wurde nicht nur bisher von keinem Menschen überhaupt erst gesehen, sondern die Jagd nach ihm hat bereits mehr als 150.000 € gekostet. Ohne dass bei dieser Suche auch nur eine Haarsträhne von dem Wolf gefunden wurde. Also entweder sind das die mit Abstand schlechtesten Jäger aller Zeiten, die da das niedersächsische Umweltministerium angestellt hat, oder aber GW717M hat eine Ausbildung von Batman erhalten. Das GW in seinem Namen bedeutet übrigens Grey Wolf und heißt, dass er aus dem Hause der Grey Wolves aus Westeros stammt und damit adelig ist. Während die 717 vermutlich für die Wolfspostleitzahl steht, wo er geboren wurde. Vielleicht sollte da mal einer nachgucken, eventuell hat er da eine Nachsendeadresse hinterlegt. Wäre zumindest mein erster Ansatz gewesen, hätte auch nur 5 € oder so gekostet. Kommen wir nun zu den Nachrichten aus dem Ausland. London. Wer kennt das nicht? Man ist so abgelenkt vom Video, was man auf seinem Smartphone gerade sieht, dass man die Welt um sich herum vergisst. Was schlecht ist, wenn man gerade jemanden am Herzen operiert. Wobei es nie schaden kann, noch einmal zu gucken, wer oder was dieses Herz so ist und wo das vielleicht möglicherweise liegen könnte. So ähnlich ist es auch einer 15-Jährigen ergangen, die so ins Twittern vertieft war, dass sie nicht bemerkte, dass der Herd, auf dem sie etwas Milch warm machen wollte, mittlerweile lichterloh brannte. Genau deswegen nahm ihr ihre Mutter das Handy weg. Was richtig war, aber in den Augen der 15-Jährigen total unloll. Aber das Mädchen gab sich nicht geschlagen und twitterte nun über ihre Nintendo Handheld weiter, bis sie auch den ihre Mutter wegnahm. Nur war die 15-Jährige nicht auf den Kopf gefallen und nutzte nun den neuen internetfähigen Kühlschrank, um von dort aus weiter zu twittern. Wobei jetzt nicht ganz klar war, welche Tweets von ihr kamen und welche vom Kühlschrank selber. Rankweil. Im direkten Duell zwischen fahrendem Auto und stehenden Fußgänger hat im Allgemeinen der Fußgänger immer die schlechteren Karten. Außer der Fußgänger heißt Batman, der sich nur einen Haselnuss-Kürbis-Avocado-Smoothie gönnen wollte. Denn auch Batman braucht mal 5 Minuten Pause. Aber er hat durch den Fledermaushelm halt nur ein sehr stark eingeschränktes Sichtfeld. In Rankweil ist sogar noch etwas anderes passiert. Denn dort wollte eigentlich eine 48-jährige Frau die Straße überqueren, als sie von einem LKW frontal erfasst wurde. Und jetzt kommt der gute Teil der Geschichte, denn sie ist vollkommen unverletzt geblieben. Zwar erfasste der LKW die Frau, aber sie kippte instinktiv nach hinten und konnte so zwischen die Achse des weiterfahrenden LKWs fallen und hat nun einzig an ihrem Hinterteil einen blauen Fleck. Und das ist wirklich unglaublich. So unglaublich, dass sich selbst Batman aus Gotham City nach Rankweil aufmachte, sich von einer Laterne zu der Frau runterseilte mit der Frage "Do you bleed?", woraufhin die Frau ihm so doll in die Eier trat, dass er zu Robin wurde. Noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Fire and Food Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Fire and Food Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News.
Kenner dieses kleinen Segments wissen, dass ich ein großer Fan von George R.R. Martin bin. Und ich glaube, dass seine Herr der Ringe Bücher einfach großartig sind. Ich finde es aber auch immer wieder faszinierend, wie er trotz der Doppelbelastung von Game of Thrones und dem Google nach neuen Versionen der Inzucht Zeit findet für andere Projekte. Sei es für seine Automarke Aston Martin neue Autos zu designen oder im Keller Tanzmoves als Ricky Martin zu üben. Umso mehr war ich erfreut, als in Ricky Martins Privatclub eine Sausage-Only-Party stattfand und mir dort auf der Toilette mit den komischen Löchern links und rechts von der Tür das Fire & Food Magazin durch eines dieser Löcher gereicht wurde. Und ich dachte natürlich, dass dies nun ein neues Buch von George R.R. Martin sei. Leider konnte ich es nicht lesen, habe aber seitdem so ein leichtes Brennen im Rachen, wenn ich etwas esse. Deshalb sei gewarnt, Fire & Food Magazin, die dunkelgelbe Lately Fake News Karte an dich und du stehst ab sofort unter unserer Beobachtung. Das waren die Lately News, wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.